Hallöchen zusammen, Super Exchange hier und willkommen zu meinem Tag 1 und 2 Update meines Exsanguinate Reap Mines Trickster Builds. Und ich muss sagen, es läuft wie geschnitten Brot durch die Liga. Wir haben ungefähr 21 Stunden gespielt. Ich glaube, ich habe es eben schon mal nachgeguckt. Ja, 21 Stunden, 25 Minuten. Wir sind auf Level 90 angekommen. Aber vielleicht gucken wir uns einfach mal den Bild gemeinsam an und gehen durch die Items durch und wo wir ungefähr stehen. Fangen wir einfach an mit den Items. Wir haben ein +1 Level to all Spell Gems Staff. Wir haben ein +1 Level to Physical Spell Gems Shield. Und wir haben ein +1 Level to all Physical Skill Gems Ammo. Das heißt, insgesamt haben wir +3, die wir extra haben auf unserem Bild und das skaliert unser Damage extrem gut. Ansonsten haben wir die notwendigen Items, um den Bild funktionieren zu machen. Das ist zum einen Rim Sorrow für die 100% Cold Conversion vom Fist Damage des Builds. Und wir haben Kikazaru. Kikazaru gibt uns die notwendige Life Regeneration, dass wir die Life-Kosten bezahlen können, die uns das Casten von beidem eigentlich, Exsanguinate und Reap, kostet. Dann haben wir schon Heat Shiver. Das gibt uns nochmal das gewisse nochmal besonders viel extra Damage. Da kommt noch ein bisschen Fire mit dazu. Ansonsten haben wir einen Six-Link und die Liga-Mechanik wirft ja wirklich Six-Links und Five-Links links und rechts raus. Da haben wir gleich mal einen guten abgestaubt in den Collars. Funktioniert gut. Die Links sind im Prinzip genau wie im League-Starter POB beschrieben. Wir haben Exsanguinate bzw. Reap als Hauptskill und dann haben wir High Impact Mine. Das macht aus dem Skill überhaupt erst ein Mine-Bild. Charged Mines für Frenzy and Power Charge Generation. Dann haben wir Increased Critical Strikes. Sind wir kurz davor, das gegen Increased Critical Damage auszutauschen. Und Minefield Support nochmal für den gleichzeitigen Damage-Skalierungsfaktor und Trap Mine Damage einfach nochmal für puren Damage. Genau, ansonsten haben wir auch schon hier einen Stygian Vials. Noch kein Jewel drin, habe ich noch kein passendes gefunden. Der hat ordentlich Life und Life Regen drauf und vor allem aber auch Trap Mine Speed. Das war vom Craften her relativ einfach. Da wirft man einfach eine Seal Essence drauf. Die Schuhe sind lala, 25% Movement Speed, Paresis Life. Da geht sicherlich noch mehr. Und ja, der Ring ist auch auf jeden Fall noch zu ersetzen. Was super funktioniert, sind unsere Flasks. Da haben wir im Prinzip auch alles, was wir wollen. Wir haben sie zum ersten Mal automatisiert und zum zweiten haben wir hier Crit Strike, Chance, Evasion, Movement Speed und wir haben Ignite Immunity drauf, weil der Bild dagegen relativ anfällig ist. Fürs Bossing haben wir hier schon mal einen 2120 Reap relativ günstig ersteigert. Für Exsanguinate auf 21 zu bringen, leveln wir aktuell zumindest ein paar Gems in der Offhand mit, die wir dann, sobald wir auf 20 sind, corrupten und hoffentlich einen guten Auscome haben an dieser Stelle. Zum Passive Tree gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Das sind im Prinzip genau dieselben, wie wir sie auch im League Starter POB drin hatten. Vielleicht noch erwähnenswert, wir haben Enduring Composure, das gibt uns nochmal ein bisschen zusätzliche Defense und der Rest ist mehr oder weniger straight forward. Gelevelt haben wir den Bild im Wesentlichen in 3 Phasen. Level 1 bis 31 sind wir mit Rolling Magma gestartet. Das hat ganz gut funktioniert, aber fällt dann halt zwischen 25 und 31 immer ein bisschen ab. Dann haben wir aber einen Fearlink gefunden und sind dann geswitcht auf Pyroclast Mines. Und das hat fantastisch funktioniert. Der Single Target von Pyroclast Mines war erstklassig. Auch mit dem Fearlink bis rein in die Maps hat das hervorragend gehalten. Für die Liga-Mechanik war es nicht ganz optimal, weil der Radius, auf dem der Skill wirklich funktioniert, doch sehr begrenzt ist, aber war wirklich, wirklich sehr gut. Wir haben dann ungefähr geswappt um Level 80 rum, nachdem wir die wesentlichen Komponenten für Exsanguinate zusammen hatten, also die beiden Leveling-Uniques, ein Six-Link und dazu noch Exsanguinate auf Level 18. Und auch das, der Swap hat auch sehr gut gepasst, lief danach noch viel besser. Die League-Mechanik mit Exsanguinate Mines ist hervorragend. Wenn die ganzen Breach-Monster auf einen zurennen, man freest sie einfach und kann sie dann im Prinzip sehr gut kontrollieren, wird nicht überwältigt und es funktioniert 1A. So, dann werfen wir vielleicht mal noch einen Blick auf den Atlas. Und im Atlas sieht es folgendermaßen aus. Wir sind schon relativ weit in der Completion. Das heißt, wir haben hier
102 der Skill Points schon voll. Es fehlen noch die eine oder andere Map hier und da, aber läuft ganz gut. Wir haben Ida Exarch gemacht in der Quest-Variante, sind jetzt aktuell gut etabliert in Tier 16 Maps und wir bereiten uns darauf vor, in die Boss-Rotations zu gehen von Elder und Shaper Guardians. Unser Atlas Skill Tree ist aktuell noch 100% drauf gespeckt, dass wir möglichst viele Maps bekommen. Das Ganze ist dann noch angereichert hier ein wenig um Shrines. Da haben wir die entsprechenden Wheels genommen. Wir haben Destructive Play am Start. Und darüber hinaus ein bisschen Harbinger, indem wir diese Wheels noch gespeckt haben. Ansonsten habe ich kürzlich die Elder Guardian und Shaper Guardian Nodes dazu genommen, dass wir, wie gesagt, jetzt in die Rotations reinstarten können. Genau, das ist alles, was man zum Atlas sagen kann. So, und damit ihr euch vorstellen könnt, wie das Ganze aussieht, wenn wir einfach mal eine Map spielen, schauen wir uns das doch Ganze hier an. Versuchen wir einfach mal die Beach, eine Damage Mod, also relativ zahm. Und let's go! So, dann fangen wir hier einfach mal an. Wir sehen, wir sind noch nicht super tanky. Die Mobs können uns immer noch an den Kragen. Hier haben wir jetzt ein Harbi-Pack. Das ist relativ entspannt. Wir stehen neben dran, positionieren uns hier und da nach links und rechts und werfen dann unsere Exsanguinate Mines. Wie gesagt, Survivability ist noch ein bisschen schlecht, liegt aber auch daran, dass unsere Chest auch noch nicht ganz optimal ist. So, hier geht es jetzt weiter. Ja, einfach nur ein bisschen Shield chargen, ab und zu Frost blinken. Und dann haben wir hier einen Shrine. Den nehmen wir uns jetzt auch gleich. Oh, ist ein Invulnerability-Schrein sogar. Gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen Cheating, weil jetzt können wir erstmal nicht sterben. Aber der wird nicht mehr lange anhalten. Wir haben jetzt noch, keine Ahnung, 15 Sekunden oder so. Und dann kommen wir näher an die League-Mechanik. Und das ist, was ich euch jetzt zeigen wollte mit der League-Mechanik, hervorragend. Wir können einfach uns ein bisschen umpositionieren. Wir können mit Exsanguinate die ganzen einfallenden Mobs einfrieren und sie damit super kontrollieren. Okay, jetzt haben wir hier auch noch den Repeating Shrine. Das hilft natürlich auch ein bisschen für den Damage, aber das geht auch ohne. Das macht jetzt keinen großen Unterschied. Genau, und ihr seht, wir sind jetzt schon bei Wave 4 und bisher hat Aelith immer noch Full Health und das ist ja manchmal gar nicht so einfach, dass sie da überlebt. Aber hier easy peasy. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das aussieht bei den Kollegen, die eher ein Melee-Build spielen. Da könnte es sicherlich schwieriger sein. Aber hier 7 von 7, easy peasy und da haben wir ihn auch schon geclosed. Und da haben wir noch was Nettes gedroppt, Chosen. Okay, mal gucken. So, jetzt sind wir, glaube ich, schon gleich Richtung Boss unterwegs, weil viel mehr sollte nicht mehr in dieser Map drin sein. Was kommt jetzt noch? Ja, noch ein paar Mobs, noch ein Scouring Orb. Und dann gehen wir hier rein. Wir haben Destructive Play. Das heißt, wir haben mehrere Mobs da drin. Wir haben mehrere Bosse da drin. Demzufolge swappen wir hier jetzt einfach auf Reap. Und dann nehmen wir uns den ersten vor und dann gucken wir mal, wer noch spawnt. Das ist der Park-Boss. Das ist natürlich in dieser Titan-Arena mit diesen Flammenstrahlen sehr schlecht. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen hier und da positionieren, aber schaffen wir. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Jupp. Und das war die Map. So, wie geht's jetzt weiter hinsichtlich Build-Upgrades? Ja, wir brauchen wahrscheinlich definitiv mehr Level to Skill Gems. Das heißt, wir wollen hier mit dem Wand auf +2. Wir werden das Schild wahrscheinlich gegen einen weiteren Wand austauschen und auch den auf +2 skillen. Dann brauchen wir ein Ammo, was auf +2 geht. Und damit sind wir auch mit der Offensive schon ganz gut unterwegs. Vielleicht noch ein Taming Ring. Der könnte noch mal ein bisschen was bringen im Sinne von Elemental Damage und gleichzeitig auch die Resis covern. Und damit geht es auch schon Richtung Defensive.
Und ich glaube, die Defensive wird sich im Wesentlichen entscheiden über die Chest, weil hier brauchen wir eine definitiv bessere. Ich schätze mal so Richtung 3000 Evasion wäre hier nice. Das, denke ich, sollte mit der League-Mechanik aber auch umsetzbar sein, so gut wie dort das Six-Link-Droppen und das Craften funktioniert. Was den Passive-Tree angeht, hier werden wir wahrscheinlich einfach noch Cluster-Jewels craften und dann außerdem probieren, ein günstiges Watcher's Eye zu finden, was vielleicht Hatred-basiert ist. Ich glaube, das sind so die unmittelbaren Updates. Was den Atlas angeht, werden wir versuchen, ihn zu vervollständigen. Das heißt, wir werden auf 115 Full Completion gehen und wir werden die beiden Voidstones machen, den für Maven und den für Uber Elder. Und dann werden wir uns so durch die Bosse durchkämpfen und vermutlich erstmal in eine Witness Rotation einsteigen mit Shaper und Elder Guardians. Ich denke, das wird der erste Teil der Woche sein. Was den Farm angeht, müssen wir mal gucken, was wir dann farmen. Vielleicht bleiben wir auch erstmal bei den Habis. Könnte auch funktionieren. Da bin ich noch ein bisschen unentschlossen. Wir werden schon was finden, was gut funktioniert. Was wir definitiv aber durchziehen werden, ist die Liga-Mechanik, weil die ist einfach extrem juicy. Genau, das war es eigentlich auch schon mit meinem Tag 1, Tag 2 Update vom Exsanguinate Reap Mines Trickster Build in der Cold Conversion Variante. Mal schauen, wie es mit dem Bild weitergeht. Ich werde wahrscheinlich nochmal ein Week 1 Update rausbringen. Ansonsten könnt ihr jederzeit bei Twitch vorbeischauen. Ich versuche wirklich jeden Abend diese Woche zu streamen. Wenn ihr ansonsten Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich natürlich auch riesig über ein Abo. Und damit sind wir am Ende. Ich wünsche euch weiter einen guten League-Start. Und damit bin ich raus. Tschö.